in der letzten Zeit merkt man, dieser große Angriff gegen, natürlich Barakallahu fikum, die Muslime, die zum Islam aufrufen und speziell gegen die Leute, die allgemein die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu praktizieren wollen. Das geht nicht um Namen, liebe Brüder, Barakallahu fikum. Das geht nicht um Namen. Das geht wirklich um den Islam. Die Islamisierung Europas schreitet kontinuierlich voran. Aber der Westen, unser Westen, hat keine Strategie, wie er mit der islamischen Ideologie umgehen soll. Deutschland voller Moscheen und verschleierte Frauen ist nicht mehr meine Freunde. Wir sind nicht wie Frau Merkel. Wir akzeptieren die Islamisierung nicht. Deshalb frage ich Sie, wie stehen Sie denn zur Steinigung? Das steht ja nicht in den Blauen drin. Steht das? Das wird ja praktiziert in den islamischen Ländern. Ich halte an den Richtlinien des Koran. Steht es in dem Koran drin, habe ich diese Frage gestellt. Nein, steht nicht drin. Also. Hör mal, ich habe die Bibel dabei, da steht das auch mit der Steinigung, für euch drinnen. Sollen wir das mal gleich mal gucken? Dass in der Bibel auch eine Steinigung steht? Bei Ehebruch? Das steht in Bibel drin. Ich habe Bibel dabei, ne? Da drinnen steht das ganz klar drin, ja? Nee, weil du bist ja der Kenner über den Islam, ne? Kennen wir uns? Ne? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Nein, nein, du versuchst hier irgendwas von den Leuten aus dem Mund rauszuholen. Hier in der Bibel steht ganz klar, dass bei Ehebruch auch eine Steinigung gibt. Sogar bei einem störrischen Sohn gibt es hier eine Steinigung. Sollen wir mal nachgucken? Wollt ihr das im Fernsehen auch mal zeigen? Warum reagieren Sie so emotional? Nee, das ist klar, was ist emotional? So bin ich halt. Ich bin halt ein Mensch mit Temperament. Sollen wir mal zusammen gucken? Interessiert Sie das? Weil ich weiß, das kommt nicht ins Fernsehen. Ja? In der Bibel steht auch eine Steinigung, sogar mehrmals. Und das Töten sogar steht auch drin. Aber im Koran steht doch nicht drin, dass wir steinigen. Nee, was? Nee, sollen wir zusammen gucken? Sollen wir zusammen gucken? Ja oder nein? Wir brauchen nicht zusammen zu gucken. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Guck mal, hier in der Bibel. Ich kann es ihm zeigen, dass da eine Steinigung auch ist bei Ehebruch. Aber er will es gar nicht wissen. Er will es gar nicht wissen. Das ist nur Provokation. Das ist eine Provokation. Hier steht es drin. Guck mal, ich habe die Bibel studiert, durchgelesen. Ich wette mit dir um 100 Euro, ich gebe dir die 100 Euro, dass du die Bibel nicht gelesen hast. Du kannst mir auch jetzt, da wette ich mit dir um 1000 Euro, ich gebe dir hier, guck mal, ich gebe dir hier 1000 Euro, dass du mir nicht die 10 Gebote sagen kannst. Kannst du mir die 10 Gebote sagen? Na, also dann hör auf, dir dumme Fragen zu stellen. Ja? Mach dich aber erstmal über deine eigene Religion schlau. Ja? Die Bibel auf den Boden werfen. Die ist mir hingefallen. Ja? Ja? Ich kann auch einen Koran hier nehmen, habe ich auch dabei. Wenn er mir hinfällt, tut mir leid. Hier, Entschuldigung. Solange ich ja? da drin, Hör mal zu, es gibt Leute, die lesen den Koran. Ja, nee, jetzt gleich verschwinden. Ne? Ach nee. Sollen wir zusammen das mal durchgucken? Nein, wollen wir nicht. Ich weiß auch nicht, warum Sie Was fragst du denn hier so komische Sachen über Scharia und so blöde Sachen? Die Steinigung, es steht doch... Ja, dann frage ich dich aber doch mal etwas über deine Religion. Ich bin Journalist, ich stelle hier. Journalist, aber du verdrehst hier die Wahrheit. Ist so. Warum reagieren Sie so aggressiv? Weil du lügst und du selber über deine eigene Religion nichts weißt, aber du meinst, du wüsstest etwas über seine Religion. Ich möchte nicht mit Ihnen emotional diskutieren. Ich möchte nur Dann gerne reden wir doch mal über die Steinigung in der Bibel. Bruder, der hat jetzt eben auch gesagt, es ist nur Gerüchte. Die kommen nur auf Gerüchte, aber die haben den Bibel auch selber nicht gelesen. Hör mal, Bruder, kannst du mal kurz halten, hier filmen, dann suche ich die Stelle raus und lese sie mal vor mit der Steinigung. Bei Ehebruch, was da passiert. Das ist das Buch Mose. Ich garantiere, dass das in Bibel drin ist. Ehebrecher. Ne? Ja, das glaube ich. Nein, ob die das zeigen, das Kannst du hier. überall Ja, lesen, ne? sag. Lesen wir uns vor. Zum Beispiel hier. Wird ein Mann dabei angetroffen, wie er einer verheirateten Frau beiwohnt. Ne? Was verstehen wir unter Beiwohnen? Ja. Geschlechtsverkehr. So müssen beide sterben. Oh! Steht hier. Der Mann, der Frau beiwohnt, und auch die Frau. Also nicht nur der Mann, sondern auch die Frau. Ja? So sollst du das Böse, hier steht aus Israel ausrotten. Ich meine, das ist die Bibel. Ja? Man nimmt die auch wahr, oder? Es geht weiter. Ja? Trifft aber der Mann die verlobte Jungfrau auf freiem Felde, vergewaltigt sie, ja, und wohnt ihr bei, dann muss der Mann, der ihr beigewohnt hat, alleine sterben. Wieder sterben. Oh! Ja? Dem Mädchen aber tut nichts. Es hat ja kein todeswürdiges Verbrechen begangen. Denn der Fall ist genauso, wie wenn einer den Nächsten überfällt und totschlägt. Da er sie auf freiem Feld antraf, hat die Verlobte vielleicht um Hilfe gerufen, ohne dass ihr jemand beistand. Und jetzt wird es noch lustiger. Vergewaltigung einer ledigen Frau. Trifft ein Mann eine nicht verlobte Jungfrau und wird dabei ertappt, wie er sie ergreift und ihr beiwohnt, so zahle der Mann, der ihr beigewohnt hat, dem Vater des Mädchens 50 Silberstücke. Er muss sie sich ferner zur Frau nehmen, weil er sie missbraucht hat. Er darf sie nicht entlassen, solange er lebt.
nochmal Revue. Also, ich nehme mir jetzt eine Frau, wenn ich jetzt Christ bin und richtig an dieses Buch festhalte, vergewaltige die, ja, zahle dem Vater hier 50 Silberstücke, ne, und muss die Frau, die ich vergewaltigt habe, noch als Frau nehmen. Beantworte, nee, du fragst wieder so komische Fragen, beantworte doch meine Fragen. Warum soll ich hier fragen, warum du Christen Eine Antwort geben. Und hier, da habe ich 1000 Sachen mit warten Schweigen noch mal und auf, Töten, sogar Kinder, Säuglinge umbringen, Ochsen, ja, was, ich meine, das kann Ochse dafür oder ein Säugling. Kann ich alles nennen. Eine Frage nur ganz kurz. Die Sache ist doch, man muss sich ja nicht wortwörtlich daran halten. Hör mal zu, ich bin hier geboren, ja? Hör mal zu, Hör mal zu. Ja, aber du fragst extra Fragen, ja? Du suchst hier so labile Leute mit Bart oder sonst was drauf. Frag mal uns. Ich kann dir nur bitte Da frag sagen, uns ohne Kamera, aber. Ich sehe nicht, wo die Kamera jetzt fragt. Vor der Kamera will ich auch nicht. Der Vogel, der hat das Ding Vor studiert. der Kamera, ich bin nur ein Superstar. Deswegen auch mit der Vogel. Gerne. Und Ja, dann ich habe auch gibt es gestern mit Leute, Herrn die Lau zum gesprochen. Beispiel vielleicht von ihrer Religion gar keine Ahnung haben. Ja? Aber wie gesagt, steht da drin. Ne? Gut. Ich bin mal gespannt, ob das im Fernsehen kommt. Ich wollte jetzt diejenigen, die diesen Schwachsinn über uns erzählt haben, ich wollte diese Leute jetzt nach vorne bitten, dass ich sie diese Fragen stelle. Sie sind doch von RTL, oder? Sie haben doch den Bericht mitgemacht, oder? Dann kommen Sie bitte her. Ja. Okay, dann stelle ich Ihnen jetzt die Frage, was Ihnen einfällt, uns als Terroristen darzustellen, wo wir diejenigen sind, die am meisten gegen Terrorismus geredet haben. Was fällt Ihnen ein, zu sagen, dass der Verfassungsschutz sagt, dass Sie Angst hätten, dass dort Kinder zu Terroristen ausgebildet werden? Wo dort in der Islamschule gar keine Kinder ausgebildet werden. Warum erzählen Sie den Leuten diese Sachen, um sie in Angst und Schrecken zu versetzen? Zunächst vielleicht mal, haben Sie den Bericht nicht richtig gesehen? Nee, ich habe den Bericht ganz richtig gesehen. In dem Bericht wurde ganz klar am Anfang gesagt, von RTL gesagt, ganz klar gesagt, hier sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Ganz klar. So, dann darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, ja? Sie stellen keine Fragen, Sie beantworten die Frage erst. Ja, erstmal haben, ja, dann geben Sie mir mal das Mikro, dass ich die Frage beantworte. Ja, bitte beantworten Sie die mal. Erstens mal ist das, was Sie jetzt dargestellt haben, einfach falsch. Das kann jeder im Internet nachschauen. In einer Islamschule sollen Kinder an Gewalt und Terror herangeführt werden. Das befürchtet der Verfassungsschutz. Angela Malzbender und Freddy Schlath berichten. Hier sollen Kinder zu Terroristen heranwachsen. The fact is, told in a news story, even if it's through no fault of your own, the media won't take no for an answer. If you feed them a soundbite, they'll probably go away. If you hide, they'll wait you out. If you get angry, you can guarantee you'll be all over the news. That's the Australian way. And that very same day, a demonstration that getting angry may be just what the media want. An accused rioter has clashed with a television cameraman after facing court on charges arising from the attack on the Oakley Bob Jane store. The charges are serious, but of course not yet proven. And anyway, it wasn't the accused rioter who was first shown clashing with the cameraman outside the Melbourne Magistrates Court. It was his father. You bloody idiot! You idiot! I don't care, he's right or whatever. On 7 Story, that aggressive behaviour by Mr. Judd Amar seemed to come completely out of the blue. But we've been given the unedited footage shot by one of the cameramen there that day. It shows that the father had been sorely provoked, especially by the cameraman shooting for 9 News. We're going to run it at some length, and I warn you, the language isn't pretty. Omar Amar had just been given bail by the magistrate, and he and his father were trying to walk away from the court. Hey, please, guys. Please. Hey, please, man. Please. I don't want to push anyone. Please. I said please. Don't push people, mate. I say please. I say please. You don't push people. I say please. You don't push people. Both men cross the street, but when they return to the pavement, it continues. I say please. I say please. Please. Leave me alone, please. I'm just doing my job, mate. Please, leave me alone. Enough. I'm just doing my job. Oh, my God. Just doing his job. But at most he needed a couple of shots of the pair. You'd think he'd have got enough by now. But no, he's hardly started.
Man, go away, please. Leave me alone. What's the job? You already have it. Please, go. All right, you got me. What do you want? You got me. All right, you got my face. Is that what you want? Please, man. What's Mr. Homer? Fuck off. I say please, man. Please. Please, go away. Please. Okay, I don't touch you. I say please, go away. No. بس هم عايزين يقطعوا في ضربه. أنا say please, go away, please. Please. Just doing our jobs. بالذي. You don't touch people. But it's fine, apparently, to stick a camera in their faces for minutes on end while they walk down a public street. By our count, the cameraman had been asked to stop, please, 25 times by Mr. Amar. At this point, though, a noisy truck makes it hard to hear. It sounds as if the cameraman says, F off. You say to him to fuck off? You bloody idiot! You idiot! I don't care. You say to whatever. You idiot! Fucking terrorist. That's right. The 9 cameraman, whose name is Simon Fuller, called Mr. Amar an effing terrorist. If he wanted a reaction, he certainly got one. You say again, you bloody idiot! What do you say? You idiot! I'm a terrorist. I like terrorists. You call him a terrorist? Okay. What do you see now? We're going to get the cops now. The argument continued as the Amars retraced their steps towards the court in search of police. A minute and a half later, it was still going on. Omar Amar was by now furious. Calling my dad a terrorist? Who the fuck are you to call him a terrorist? Why do you call him a terrorist? Because he has a beard and because he's Muslim? Is that what it comes down to? Is that what you guys have kept bringing it down to? You can't even have a beard in this country anymore without being calling a fucking terrorist. Have some fucking self-decency. The man's never been caught in his life and you're calling him a terrorist. You're calling him a terrorist and he's never been to court in his life. Is that what it's come down to? Edifying stuff. Nine's Director of News in Melbourne tells Media Watch. Simon Fuller has been stood down pending the completion of an investigation into all the facts surrounding this incident. Good. But until TV news directors make it clear to their cameramen that they don't want people to be badgered like this, it will go on happening. It's worth remembering that there were at least 2 crews filming the incident. Wisely in the circumstances, 9 didn't broadcast a single frame of the confrontation. In a statement to Media Watch, Judd Amar's lawyer writes, Mr. Amar wishes to clarify that he has been a citizen in this country for over 20 years and has never been the subject of a criminal allegation. He also wishes to convey his disappointment that the words were said in the first place by the Channel 9 cameraman and that the altercation was later broadcast by Channel 7. In fact, both 10 and 7 aired some of the confrontation. Neither gave any hint of how seriously Judd Amar had been provoked. He comes across as an aggressive Muslim. His lawyer says, This incident has the capacity to further erode the Islamic community's confidence in the media. Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil Europas. Er ist Teil unserer Gegenwart und er ist Teil unserer Zukunft.